So, guten Tag alle zusammen, hier ist der Paul Skorpen und ich stehe hier in Ephesus oder auf einem Berg hier in der Nähe von Ephesus und hinter mir ist ein Haus. Und dieses Haus war gebaut, weil viele glauben, dass die Jungfrau Maria, oder Maria, der Mutter von Jesus Christus, nach der Kreuzigung ist dann hier hingekommen, zusammen mit Johannes und wahrscheinlich auch Maria Magdalena. Und dieses Haus hier hinter mir ist gebaut wegen einer deutschen Nonnen. So ungefähr 200 Jahre her, eine deutsche Nonne, sie hieß dann Catherine Anna Emmerich. Sie war teilweise behindert, aber sie konnte dann, und sie hat auch die Stigmata bekommen, und sie konnte auch die Lebens von Jesus wieder erleben, ziemlich klar. Und sie hat gesehen, dass die Jungfrau Maria, oder die Maria überhaupt, ist hierhin gekommen und hat die Reste von ihrem Lebens hier gebraucht. Und wegen was sie gesehen hat, 200 Jahre her, haben sie eine Ohrkirche hier gefunden, gebaut, wahrscheinlich in die byzantinische Zeit, als eine Bestätigung, dass der war hier eine Haus oder sowas. Auf jeden Fall ist es nicht so wichtig. Und es ist einfach so, ich bin hier jetzt gerade für eine Woche zum gucken, was ist hier zum Erleben in Ephesus und in die Umgebung. Ich war hier im März mit einer Gruppe in Ephesus, wir waren auch hier. Und jetzt ist es so, dass in April und Mai 2019 bitte ich eine große Reise an, und das heißt die Hochzeit von Ost und West. Und das heißt, wir fliegen von Deutschland nach Istanbul und an dem gleichen Tag wir fliegen weiter nach Ufra, und wir werden dann da schlafen, und die nächsten Tage erleben wir dann ein Tempel, das heißt Göbekli Tepe. Göbekli Tepe ist, soweit dass wir wissen, die älteste Tempel auf der Welt. Es ist 12.800 Jahre alt, und auch die große, die haben bis jetzt nur 10% ausgegraben. Und wir werden dann 2 Tage da bringen, das zum Angucken, weil fast niemand weiß, was dieser Tempel bedeutet. Es ist herrlich. In einem wunderbaren Zustand, weil die Leute, das hat gebaut, hat es dann vergraben, kurz vor ein Meteor. Ein großer Stein hat Amerika getroffen, und dann landen wir für 1300 Jahre in was man nennt ein Ice Age, kalt, Hochwasser und dunkel. Okay, und das werden wir dann erleben, und dann gehen wir dann über diese Anatolia-Landschaft und besuchen wir dann Berg Nemrut und besuchen wir dann auch Kappadokia und Kappadokia, und das Landschaft hier ist voll mit dieser urweiblichen Energie. Die urweibliche Energie hier geht bis Göbekli Tepe und ist immer noch erlebbar. Und dann werden wir auch Konya besuchen, wo Rumi war zu Hause, und sein Grab ist da, und auch Stadt hier Hopeless, und dann kommen wir dann eine Woche danach hierhin. Okay? Und diese urmütterliche Energie, die wir erleben unterwegs, bringt uns hierhin, und dann erleben wir hier etwas Besonderes. Was das bedeutet, ist zum Beispiel, Christentum ist hier hingekommen, 300 Jahre nach der Kreuzigung, wegen natürlich Konstantin, als der Stadtglauben. Und dann was wir nennen, die Heidentumglauben, erlebt in die griechische und die römische Zeit, war dann plötzlich verboten, okay? Aber trotzdem, hier in Ephesus, die Göttin Artemis war sehr lebendig. Sie wurde hier geboren mit ihrem Bruder Apollo. Und ich habe gerade einen Film gemacht über Artemis. Und die erste Artemis-Tempel war gebaut 700 vor Christus. Und ja, und auf jeden Fall, die
griechische und römische Glauben hat einen wunderbaren Ausgleich zwischen die weibliche Kraft und die männliche Kraft im Himmel und auf Erde. Die Familienstammen von die zwei sind immer fast 50% aufgebaut von Männern und Frauen, wie gesagt, im Himmel. Und dann kommt die Frage, warum stehe ich hier jetzt gerade heute und erlebe ich jetzt die Zuhause von Maria? Ja, und was hat denn passiert hier mit Christentum zum Beispiel? Weil Christentum ist aufgebaut von dem ägyptischen Glauben und auch teilweise auch von dem Glauben hier. Okay? Und an beider Seiten von das Heiligen Land hatten wir den Glauben, auch die ägyptische Glauben, nach einmal 50% Frauen oder göttliche Weiblichkeit und Männlichkeit im Himmel und auf Erde. Und dass die Jungfrau Maria hier war und ihr Grab liegt hier und auch dass Johannes hier war, weil Johannes hat den Auftrag bekommen von Jesus, er muss auf jeden Fall die Jungfrau Maria aufpassen und vielleicht auch auf Maria Magdalena aufpassen. Oder die beiden hat dann auf Maria aufgepasst, das weiß ich nicht. Und Johannes war auch hier zu Hause. Er war nicht alt, als der hier gelandet. Und Jungfrau Maria übrigens war auch nicht alt. Und Maria Magdalena war auch nicht alt. Und viele glauben, dass die sind hier gekommen erstmal als Schutz. Und auch, dass die bringen diese Botschaft von Christus hierhin. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Ich glaube, das ist anders. Ich glaube, dass ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Jungfrau Maria und Maria Magdalena und Johannes waren hier wirklich teilweise zu Hause, auch in die Glauben hier. Okay? Sie oder er sie müssen das nicht glauben. Ich glaube das ganz stark. Ich spüre das. Ich glaube, die waren zu Hause in die weibliche Kraft hier. Ich glaube, die hatten kein Problem. Das ist ein bisschen laut, aber ist egal. Ich glaube, die hatten kein Problem hier mit Artemis und Aphrodite und auch Apollo. Ich glaube, das war nicht fremd für die. Und die waren nicht dagegen. Die waren vielleicht mehr offen, dass die Leute erleben mehr Liebe, das Jesus hat uns angeboten. Okay? Und diese Kontinuität von Göbekli Tepe bis hierhin, man erlebt, warte, die Kinder sind ziemlich laut. Mach keinen Film. Ich mache keinen Film. Say hello, ja, gut. Wen du YouTuber haben? Es ist so lebendig hier. Auf jeden Fall kann man ein bisschen nahe. Ich glaube, diese Kontinuität in die weibliche Kraft von Anatolia hierhin war sehr lebendig. Und es ist nur das, es ist einfach so, wie gesagt, die glauben stark, dass Maria liegt hier irgendwo in dem Boden hier in einem Grab. Und nicht weit von hier ist ein Grab auch. Warte, Entschuldigung, so ist das hier. Wir teilen diese Welt zusammen. Einen Moment. YouTube? Ja, Video. Video live, ja. Paul. Paul, my name? YouTube name. I make a video. YouTube name. Yeah. It's good. Okay. Ich will das dann ausschneiden, diese kurze Pause. Aber die Kinder sind so nett. Naja, wo war ich? Ja, ich habe gesagt, dass diese weibliche Kraft erlebt in Anatolia. Auch dass die Rumis zum Beispiel, der große Sufi-Meister, war auch hier zu Hause, auch in Konya zu Hause. Und der hat in seinem Philosoph oder sein Glauben, man spürt die weibliche Kraft und so weiter. Und dann es gibt dann auch ein Grab, dass die Leute kommen in die, das war das. Es gibt ein Platz hier, das heißt die 7 Schläferer. Das kann ich nicht noch erklären, aber da ist ein Grab und seit 300 Jahren nach Christus, die Leute kommen dahin, weil die glauben, dass Maria Magdalena lag da in ein Grab. Okay, und wenn wir gehen weiter dann in Selçuk, wo die haben die große Johannes-Basilika gebaut, so 400 Jahre nach Christus, wenn der gleiche Architekt, das hat die Hagia Sophia in Istanbul gebaut, Konstantinopel gebaut.
Und die glauben, Johannes liegt da. Es gibt ein Grabstein in seinem Namen da. Und auch Lukas, der Apostel Lukas, hat auch ein Grab in Ephesus. So, was ich bitte an in diese 2 Wochen Reise, ist eine langere Reise, das weiß ich. Aber dass man erlebt hier auf der Landschaft eine Hochzeit zwischen der Ost und der West. Weil hier zum Beispiel in Malay waren 4 große Philosophen, okay? Und die waren hier große Denker und so weiter. Das hat einen massiven Einfluss auf den Aufbau vom Christentum, besonders als Christentum kommt nach Rom und dann nach Europa. Ob Jesus ein Philosoph war, glaube ich weniger. Okay? Und diese Hochzeit erleben wir hier und an dieser Reise auch in uns. Dass die männliche Anteil in uns und die weibliche Anteil in uns kommen dann zusammen. Und auch zum Beispiel, dass die linke und die rechte Gehirnteile kommen zusammen. So wie gesagt, ich muss jetzt weitergehen. Hier ist eine Beschreibung über die Reise und auch die Kosten und so weiter. Und es läuft vom die 27.04., das heißt April, bis die 5., die 6. Mai. Das ist der erste Teil. Man kann die erste Teil machen, das heißt die Anatolia-Reise. Oder man kann nur die zweite Teile machen, das heißt die Ephesus-Reise hier. Oder man kann das alles zusammen erleben, wenn man Zeit hat und Geld hat. Und dann läuft das von dem 27.04. bis die 12.05. Okay, so, ja, Entschuldigung für das Stören hier, aber man sieht, wie lebendig es hier. Die Kinder kommen hier und die haben Freude. Warum? Weil ich glaube, die Jungfrau Maria hat viel Lebensfreude hier. Sie hat eine Brunnen, sie hat Wasser, sie hat wahrscheinlich einen Gemüsegarten. Und vielleicht ist sie von hier nach Ephesus gelaufen, ab und zu. Es ist ein 6 Kilometer Strecke, dass man läuft. Aber trotzdem, man kann so sagen, dass die Jungfrau Maria und Maria Magdalena, die gehören zu dieser weibliche Kraft. In Verbindung mit Sibylla, die Urmutter von dem Land hier, und auch in Verbindung mit Sophia, die Urmutter im Judentum. Die sind sozusagen Ausdrücke von dieser Kraft. Und es ist auch geglaubt, ganz stark, und ich glaube das auch, dass Johannes hat sein Evangelium hier geschrieben, das Johannes-Evangelium hier geschrieben. Und viele glauben auch, dass Maria Magdalena hat ihm geholfen. Das heißt, Maria Magdalena hat mit Johannes die Johannes-Evangelium geschrieben. Und eigentlich, wenn man liest die Johannes-Evangelium, und ich lese das gerne, man spürt, dass die weibliche Kraft ist da, weil man erlebt Maria Magdalena immer wieder in die Johannes-Evangelium. Okay, ist es genug. Viele sagen, dass ich gebe meine Videos zu lang und dass man hat nicht so viel Zeit, das angucken, aber trotzdem verstehe ich, was sieht man hier? Man sieht das nicht so oft. Und ich bin glücklich, dass ich dafür hier Zeit bringen. Und vielleicht können wir dann zusammen diese Reise machen. Falls Sie Zeit haben oder falls ihr Zeit habt, dann ich kann das gerne schenken per E-Mail. Okay, danke schön und alles Gute.